Hier bei Taekwondo Tiger, liebe Freunde, und wie wenn man die Zeremonie macht, immer ein bisschen buddhistische Zeremonie. Ja? So, und die Kerze auch machen. Ja? Achtung, guck. So, guck. So. Hier der Buddha zu Ehre und es bringt auch Atmosphäre rein. Ne? Fernostasiatisch bunt habe ich mir heute, natürlich gekleidet, ne? In Dress geschmissen. Ich will jetzt nicht und mal gucken. Ah. So. So. Oh, möchte auch gute Geräusche finde. So. Da kommt noch die Atmosphäre rein, ja. So, dann fangen wir an mit dem Thema. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ja, ich habe lange nämlich die Taekwondo-Teil gebracht, weil wenn was Neues, ein neues Format kommt, dann bin ich immer begeistert und mache immer das eine Weile. Und wenn nochmal ein anderes Format kommt, dann mache ich das eine Weile. Und wenn ein anderes Format kommt, dann bin ich so begeistert und mache ich das eine Weile. Und die anderen Formate, die bleiben dann auf der Strecke, was schade ist. Und dann muss man immer versuchen, das einzubauen. Und dann hat man immer Ausrede, dass man das Neueste vom Neuesten immer nur weiter möchte. Und ja, wie zum Beispiel, dann kaufst du viele Filme und denkst, jetzt muss ich eigentlich die Stapel der Freude weg und ein Review drauf machen. Und dann wird das andere so in Vergessenheit verdrängt, was dann immer schade ist, finde ich. Also, wie du gesagt hast, ich habe so viele Filme, da muss ich alle abgucken, muss da ein Review drauf machen und das macht doch Spaß. Und dann kaufst du immer weitere Filme dazu und die anderen Formate, die werden entweder nie mehr gezeigt oder kommen in Vergessenheit oder sonst was schade ist, weil das andere wäre doch auch wichtig zu erwähnen, zu erzählen und weiter zu machen. Ja. Vor allem das Format ist wichtig, weil ich dann auch da schon eine Lebensgeschichte drin ist, in so der Lebenserfahrung, wie bin ich dann später auch in die rechte Szene gekommen, da war ich ja nicht lang. Und ich habe auch nie was gegen andere Kulturen gehabt, nicht mal meiner politischen Aktivität. Aber wie kommt der Normalo da rein? Und um so die Geschichte zu erzählen, kann man verhindern, dass andere da reinrutschen wie ich reingerutscht bin. Ja. So, Taekwondo Tiger. Ja, der Kampf zur Heimreise und ja, es gibt auch eine kleine Vorgeschichte. Ich wollte heimreisen und dann haben wir irgendwie das irgendwie verdödelt. Und du musst ja, wenn du wegfliegst, du musst ja viel früher am Flugzeug sein, wie du wegfliegst, und das sind wir irgendwie versimmelt. Und dann habe ich schon nicht mehr einchecken können. Ja? Und ich habe auch vergessen, dass quasi in China quasi ein Zebrastreifen gar nicht die Gültigkeit hat wie in Deutschland, sondern ein Zebrastreifen in China, der zeigt dir nur wieder, bis du auf die Straße kannst, aber Vorfahrt hast du als Fußgänger nicht, das hat dann immer das Auto. Und in Deutschland ist es andersrum, da, wenn du über den Zebrastreifen laufst, da musst du auch aufpassen, aber da hast du als Fußgänger Vorfahrt, du musst das Auto halten. Trotzdem musst du gucken, halte dich auf, wo du laufst und so. Aber und in China ist es anders. Und dann habe ich nicht einchecken können, ich habe nicht fliegen können und denke, oh, ich komme nicht mehr heim. Und dann bin ich im Zebrastreifen gelaufen und da kommt so ein Gläubus daher, weil ich war schon wieder in Deutschland und habe vergessen, dass das Zebrastreifen da anders gilt. Und dann kommt ein Gläubus daher, der hupt und bremst gar nicht und rennt da schnell über den Zebrastreifen, dass es nicht überfahren war. Klick hätte, gell? Sonst hätte er nicht mit da hocken. Und dann, ich war Glück, dass sie nicht weg da will, sondern dass wir halt dann mit dem Globus auf Dorf gefahren sind und da
also ein Dorf vor Peking, und da dann noch ein Hotelzimmer gekriegt haben. Und es hätte auch heim müssen, weil ich hatte in einem anderen Gebiet gewohnt, und ich war dann allein vom Hotelzimmer erstmal. Jetzt kommen wir zu der jetzigen Geschichte, wo wir sind. Ich bin auch allein aufs Hotelzimmer gegangen und so weiter. Oder, oder ja, bin aufs Hotelzimmer gegangen, und der hat sich dann von mir verabschiedet dann auch. Ja. Ich überlege gerade, wo die sich verabschiedet hat, was im Foyer oder im Hotelzimmer, das weiß ich nicht genau. Also so genau. Auf jeden Fall weiß ich, der hat sich verabschiedet, und von der kann ich nicht mehr 100% sagen, obwohl ich aufs Hotelzimmer gegangen bin. Ich kann mich nur erinnern, dass sie sich verabschiedet hat. Von der kann ich jetzt nicht sagen, ob ich aufs Hotelzimmer gegangen bin, das muss ich dann doch dividieren, weil ich mich da jetzt nicht mehr ganz genau erinnern kann. Ich kann mich ganz an viele hundertprozentige Sachen in der erinnern, was da passiert ist, wo ich zum Beispiel in China war, aber an der anderen Situation jetzt doch nicht mehr. Und auf jeden Fall war ich dann auf einmal allein, und auf einmal statt sie wieder da geklopft, und ich war so glücklich, die Liebe meines Lebens kommt rein und so. Und die sagt dann immer ein perfekter Mann, und sie will doch mit mir in Zukunft haben, nach dem Hü und Hop. Das ist aber gegangen, und da war ich wieder traurig, aber ich habe immer schlafen können, richtig schlafen können, weil ich in der ganzen Aufenthalt in China kaum schlafen können, weil sie immer Hü und Hop gemacht hat. Meistens hat sie gesagt, wir haben keine Zukunft, auf einmal haben wir wieder Zukunft. Und dann habe ich aber auch richtig schlafen können. Ich habe den ganzen Mittag voll geschlafen, bis in der Abend, ich habe die ganze Nacht voll geschlafen. Und morgens habe ich auch irgendwo fit werden müssen. Ich habe den ganzen Schlaf nachgeholt, weil ich den ganzen Urlaub verpasst habe. Und morgens habe ich da wieder fit werden müssen. Ja. Und ja. Ja, ich schreibe mir immer so Details auf, weil da bei Filmen, ich habe mal, wo ich die ersten Filme vorgestellt habe, habe ich das und das und das und das über den Film erzählt, oder so. Da habe ich die Erfahrung gemacht, aber weil du ja nichts notiert hast, hast du so viel, wo du erzählen, weil du hast vergessen. So, und das ist auch, wenn du irgendwelche, in dem Fall, wenn du irgendwelche Sachen aus dem Leben erzählen willst, ja, und hast keine Notizen, dann kannst du auch sagen, dass viel, was erzählen willst oder was erzählen können hast, vergisst. Deswegen ist es immer besser, also in meinem Fall, jeder ist ja irgendwo anders als Mensch und hat auch, ja, in meinem Fall, dass ich dann hocke und denke, wie war das nochmal, und das mal notiere, alles mal notiere, wie das früher mal war. Und dann hat man es erleichtert, das zu erzählen, wenn du echt vorbereitet bist mit Notizen, als wenn du das nur aus dem Bauch erzählst. Ja. Und dann, das war doch vielleicht anders, oder du hast was vergessen, oder irgendwie so halt. Ja. Ja, auf jeden Fall war meine Mutter dann so, weil die dann weggereist ist, da sie sich versichert, ich komme dann sicher auf den Flug, und hat dann sie auch beleidigt per Telefon, und da haben dann auch sie verteidigt. Ja. Ja, die hat die hat schon abends angerufen, einen Tag davor, und am morgens angerufen, und hat sich das richtig Sorge gemacht und hat dann ihr dann Vorwurf gemacht, und ja, und ich habe mich jetzt nur konzentrieren müssen, dass ich wieder heimkomme, alle Sachen zusammenpacken, weil ich auch echt Angst hatte, ich komme nicht mehr heim. Ja. Ja. Dann hat meine Mutter dann auch beruhigt, dass ich das schon schaffe, dass ich schon groß bin. Ja, sie war halt sehr aufgebracht. Ja. Ich habe so Trinken im Kühlschrank gehabt. Ja. Ja, war sehr interessant, ein chinesisches Red Bull zu trinken. Das war dann auch eine Dose, die war mega groß. Also die hat so einen Durchmesser gehabt, so groß, und die war pink gefärbt. Das habe ich noch nie davor gesehen. Ja. Dann habe ich noch eine Sache gegessen, wo sie mir noch einen Tag gelassen, bevor sie gegangen ist. Hinü, und aus dem Kühlschrank noch ziemlich gut getrunken. Ja.
morgens habe ich ja noch ein bisschen getrunken, bevor ich da weitergepennt habe. Aus dem Kühlschrank morgens habe ich dann auch den Red Bull getrunken, der eigentlich sehr interessant war. Also der chinesische Red Bull hat irgendwie anders geschmeckt. Der hat ganz anders geschmeckt. Der hat geschmeckt wie so Tüte Gummibärchen. Also das hat mir besser geschmeckt wie der deutsche Red Bull. Ich weiß nicht, ob das die da anders Geschmackssorte auf den Markt gebracht haben, die in Deutschland 4 Jahre später kommt. Oder ob das eine Kopie war, was ich eigentlich nicht glaube. Weil die Art Geschmackssorte vom Red Bull, die gibt es ja jetzt auch in Deutschland. Ähm, Nur nicht ganz so süß, wie sie in China getrunken haben. Ne? Und das war ja 2002 da, ne? Wo ich zum Beispiel in China war. Und eine Flasche Zahnergeber mit chinesisch Red Bull, also Dose und eine Flasche, nicht beides getrunken, weil ich wollte einfach nicht die Müdigkeit voll weg haben, weil ich habe davor zu wenig Schlaf gehabt im ganzen Urlaub und auf einmal den ganzen Schlaf nachgeholt und da habe ich erstmal fit werden müssen. Das war auch interessant, ich habe die chinesische Version von Teletubbies angeschaut und das war so krass und bizarr und auch irgendwie cool und süß und interessant. Weil wenn Deutschland, ich habe beim Teletubbies schon mal gesehen, aber dann gleich weiter geschaltet und da habe ich es halt doch mal am Stück auch geschaut und so. Und war schon irgendwie fasziniert, die chinesische Version, also das war schon die gleiche Teletubbies, aber halt alles auf Chinesisch und war schon, schon stark. Ja. Ich habe meine Sache ganz nervös gepackt und auch zu Gott betet, dass ich wieder heimkomme. Gott sei Dank hat mir Gott geholfen, dass ich wieder heimgekommen bin. Ja. Ja, und Jenny und meine Mutter, die haben mich ständig übers Handy angerufen, wie es mir geht und so. Ne. Ich war sehr zuversichtlich, dass ich wieder heimgekommen bin, aber war sehr nervös. Ja. Ich habe Gott sehr gebeten, dass ich wieder heimkomme. Ja, und um 11 Uhr so ein Gleitbus kommen, der uns zum Flughafen fährt. Und sobald, ich habe gedacht, okay, sobald du am Flughafen bist, bist du sicher. Ja. Ich ging so in der Flur rein mit meinen packten Sachen, wo süß Dienstmädchen mit gegengekommen ist, chinesisches Dienstmädchen natürlich. Ich habe mit der versucht auf Englisch zu sprechen, weil mein Chinesisch um der Zeit war nicht so gut. Ja. Sie haben dann später verbessert. Aber mein Englisch war auch holala, mein Englisch heute noch holala. Ja. Ja, er hat nochmal gefragt wegen dem Bus, ob der auch wirklich um 11 Uhr kommt und so weiter. Und am Flur war dann lauter Türen, so Zimmertüren und dann noch so eine schmale Tür. Und dann möchte das schmale Türle auf, gell? Und da hat mir eigentlich schon der Grusel gepackt, weil da war, ich hab gedacht, das wäre auch ein Reimli oder Bäskämmerle oder so. Und sind so Rohr, da war das wie so, nicht so wie in Deutschland mit der Rohre oder irgendwas anderes verläuft oder Elektrizität, dass da alles so schön abdeckt ist und da läuft halt ein Rohr entlang und ist alles sauber bearbeitet, sondern ist einfach ein Rohr gelaufen und das war einfach ein Schacht. Und das hat mich irgendwie gruselt und bin ich erschrocken und habe die Frau gelacht, weil ich erschrocken bin, das hat ich lustig gefunden. Und dann habe ich auch lachen müssen mit ihr, weil ich ja auch über mich selber lachen kann und so. Ja. Ja, da süßlich gelacht, weil ich mich so erschrocken habe. Und bin ich da draußen spazieren gelaufen, habe noch ziemlich viel Zeit gehabt und so. Ja, und dann ist so ein Gleitbus angehalten, da sind so chinesische Typen ausgestiegen, riesige Männer. Da habe ich gedacht, was sind das für Menschen? Hey? Die war der riesengroß. Von der kleinste war mindestens 1,93 m und die andere war über 2 Meter und das war der auch ziemlich stämmige Typen, also richtig dicke. Und die haben mindestens, wenn ich es nicht verschreie, bestimmt über 200 Kilo gewogen oder wenigstens 190 Kilo. Und riesengroß, ich bin mir vorgekommen wie so ein kleiner Troll, also wie so ein kleiner Zwerg.
Ja, und den, ja, die haben ja gesagt, dass sie unter anderem andere Herkunft haben und dann bin ich da, wenn sie denken, ja komm, den zieh ich mal ein wenig auf. Und dann hat einer von denen das Messer gezogen. Ja, und ich habe nicht gewusst, wie es gemeint ist und da habe ich es noch von Wladimir Schrecklich im Kopf gehabt, das von der EWTO. Wenn einer das Messer zieht, du kannst abhauen, hau lieber ab. Ja. Und dann bin ich abgehauen. Ja. Ich bin gerannt um mein Leben. Das war eigentlich die richtige Entscheidung. Ja. Da gab es Karatekurse, die erzählten, ja, wenn einer Messer zieht, kannst du das so und so ablogen, was totaler Blödsinn ist. Ja. Wenn abhauen, kannst du auch ab. Ein Messer ist ganz schwierig abzuwehren oder was zu machen. Man riskiert sein Leben damit. Ja. Und da war das von Wladimir der Schreckliche quasi, der hat mir das Richtige gesagt. Ja. Wladimir hat mich auch mal fast umgebracht und hat Athlet zum Match gehabt, was nicht kein guter Unterricht ist, aber dort auch vieles Positives mitgeben, dass man dann später auf der Street und bei so einer Situation überlebt. Also wenn der mich nicht unterrichtet hätte, wäre vielleicht aus der Situation nicht lebend rausgekommen. Und ich bin erstmal abgehauen und es war die vernünftige Entscheidung, nur fühlst du dich halt in dem Moment schwach und klein. Und dann habe ich was Dummes gemacht. Ich bin dann zurückgelaufen und die sind dann rumgestanden und ich habe dann so Gäberle gemacht, sagt man auf Schwäbisch. Ja. Ich habe dann so gemacht und habe gedacht, okay, du hast jetzt deinen Mut bewiesen. Falls ich da komme und mit dem Messer oder mit dem Bus herfahre, einfach abhauen, da ist ein kleines Gässle und schnell abhauen. Aber trotzdem ist es dumm, das zu machen, wenn einer dich schon vorher mit dem Messer bedroht hat. Also da hätte es auch ganz anders ausgehen können. Und den aber, wie schon gesagt, vorher wir einfach nur aufziehen wollen und haben dann nur gewunken und gelacht und sind mit dem Bus zurück und weggefahren. Und das war dann dumm. Das erste Entscheidung war richtig, einfach abhauen. Ja. Und wenn du dich dann ängstlich fühlst oder als Feigling fühlst, scheiß drauf. Aber du bist lebendig davor gekommen und hast das richtig gemacht. Und das, was der Kernsprecher auch mal im Video gesagt hat, dann lieber fühlst du als Feigling oder denkst andere, oder ist auch egal, wenn andere denken, du bist ein Feigling, aber du hast dein Leben abgesichert. Und das ist das Einzige, was ankommt auf der Street, der uns Leben absichern. Also das erste war richtig, zurückzukommen und zu denen Gäbeln machen, war dumm von mir. Ja? Weil das erste Mal eine flüchten können, auch wenn wir mit dem Bus ein bisschen hergefahren sind, war ich noch ein paar hundert Meter weg von mir. Ja? Wenn sie mit dem Bus, ich weiß nicht wie viele Meter war es, 200 oder 100 Meter, keine Ahnung, oder ein bisschen mehr, wenn sie mit dem Bus hergekommen sind, gut, die hätten noch wegrennen können, war ich meist Gässle, hätten sie mit dem Bus nicht hinterher können. Oder wenn sie zu mir hergerannt wären. Ich hätte gut noch wegkommen können, aber es hätte auch anders ausgegangen können beim zweiten Mal. Es war eine dumme Entscheidung, das zu machen, definitiv. Ja. Gut, es ist gut ausgegangen und so. Dann hat er so, ja, er hat so einen Karate-Lehrer, der sagt ja, wenn du das ablockst und unter dem Arm verletzt und kannst mit dem Arm nichts mehr machen, wenn es ganz dumm kommt, dann hab's auch durch Kontrolle vom Kopf. Ja. Aber der Messerstecher hört ja nicht auf. Da sagt er nicht zack und oh okay, ich habe ihn nicht erwischt, jetzt kann ich holen, sondern dann möchte er weiter. Ja. Von daher ist es besser, wenn abhaut, kannst du auch ab. Ja. Ja, ja, böse geguckt und so, weil der Dominierende raushängen. Und ich weiß gar nicht, wie viel das war das 4 oder 5. Aber ja, ich habe ja schon erzählt, lieber abhauen und weg von der Gefahrenzone sein und nicht irgendwie zurückkommen oder sowas. Gell? Und auch keine Gäbe machen. Ne? Das ist dann auch ein falscher Stolz, wo ich da geht. Ja. Ja, dann bin ich auch zurückgekommen ins Hotelzimmer, dann komme ich jetzt wartest im Vorraum, da kann nicht viel passieren. Da ist eine Gruppe reingekommen. Ich weiß nicht, ob sie aus Indien waren, ich weiß nicht, ob die aus Afghanistan waren. Vielleicht hätte da hinten aus Amerika sein können, was ich jetzt weniger glaube.
Auf jeden Fall haben sie jetzt mit der Repetition Englisch gesprochen, nicht kein Wort Englisch können und haben nur Chinesisch können, die Leute an der Repetition. Und dann sind die da ausgetickt, die sind echt ausgetickt, die Leute, die reingekommen sind, die haben auf einmal auf den Repetitionstisch geschlagen, mit dem Fuß gegen den Repetitionstisch geschlagen, das war echt eskaliert. Einer hat einen Feuerwehrlöscher genommen und dann also hinter die Theke geschmissen und der andere hat auch einen Feuerlöscher in der Hand gehabt, war ein riesiger Raum. Natürlich hat so ein Raum, in der so ein Vorraum vielleicht, hat so ein Vorraum auch mehrere Feuerlöscher. Und der andere hat auch einen Feuerlöscher so in der Hand gehabt. Plötzlich kommen uniformierte Wächter rein, die prügeln die Typen da zusammen, es waren nur Typen. Und da ist Blut umeinander gespritzt. Ich hocke da mit einer Zeitung, habe ja nur die Bilder angeguckt, aber ich habe angefangen zum Zittern. Und ich weiß gar nicht, ob sie die Heg gemacht haben oder so. Oder ob die noch bewusstlos waren. Die Wächter tragen die Typen raus. Ja. Also quasi, es war ja viele Wächter, die da reinkommen, sind uniformiert, die tragen die Typen raus. Ja. Da war ein Kleiner dabei, den hat einer so über die Hüfte geschmissen, die anderen dann, die waren schon ein bisschen größer, die haben die Wächter, die zum Merzhaar raustragen. Und dann ist eine Putzfrau gekommen, die hat halt das Blut weggemacht und dann ist einfach das tägliche Leben weitergegangen. Das war so eine Szene, die hat man dann im Leben geprägt, erstmal im Negativ, und hat gesagt, dann muss das sein, so Brutalität, da hätte man das nicht anders klären können. Und später, wenn man wieder in Deutschland ist und die ganze Sachlage anders ist, dass Drogenhandel frei ist, jeder kann machen, was er will, oder so Szenen wie vor ein paar Jahren hat man gehört, dass in Neukölln die Silvesterfeier, das ist ja öfters mal, dass das sowas bei uns mal ausgebrochen ist, auch damals. Und mein Cousin, der ist Ende der 90er mit ganz jung gestorben, ja, an einer Überdosis Rauschgift mit 16. Und wenn du mit dem konfrontiert bist, oder du guckst in die Nachricht, Ältere hat ein Kind gefällt und ist dann wieder tot aufgefunden worden. Und einmal haben wir es, also bei uns in Deutschland. Und dann hast du auch Nachrichten gesehen, wie sie ein Kind vermisst haben und die Nachricht gekommen ist, dass das tot aufgefunden ist und die Eltern geheilt haben. Das reißt das Herz verschmerzen. Und da denkst du, okay, da müsste vielleicht Deutschland doch ein bisschen härter werden, denkst später. Ja. Muss ja nicht so sein, wie dass man die gleich tot möchte oder so. Und da kann es sein, dass wenn du nur mit dem vor Augen hast und dann, dass du dann auf einmal denkst, vielleicht musst du Feuer mit Feuer bekämpfen, wenn Verbrecher tun, dann musst du das vielleicht so bekämpfen, dass du irgendwie Ordnung reinkriegst. Das habe ich dann viel später mal so eine ganz kurze Epoche meines Lebens denkt, wo ich dann auch denkt, ja, ist auch nicht richtig so. Also, ja, muss ich auch sagen, jetzt in heutiger Sicht. Ja. Weil ein Mensch, der hat während seines Lebens eine Entwicklungsphase, wo er über vieles denkt. Und dann auch mal seine Gedanken auch mal ändern kann. Also, und denkt, ja gut, das war vielleicht doch nicht so richtig. Aber ich kann nicht jedes Land hat auch andere Gedanken und auch anderes Rechtssystem und auch andere Gedanken, wie seine Freiheit aussehen kann. Und deswegen kann ich keinem Land zum Vorwurf machen, wenn es einen anderen Weg geht, wenn man selber ethische Gedanken hat. Ja, also weil es ist, was bei uns abgeht, ist auch natürlich auch nicht so gut, wenn viele Menschen sterben, nur weil Verbrecher mehr Rechte haben wie Normalbürger bei uns. Ja. Ja. Gut, da habe ich mich irgendwann beruhigt, ich bin dann irgendwie wieder auf das Zimmer gegangen, weil ich erstmal mich zu mir wieder finden müssen, weil ich war so geschockt, was ich da gesehen habe. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe dann den Schlüssel abgegeben und war jetzt kurz vor 11 und habe den gezogen, genau, und jetzt ist ich glaube sogar war 11 und so, oder war es kurz vor 11, 2 Minuten vor 11 und ich war noch in Panik, weil ich habe keinen Bus gesehen. Da habe ich dann irgendwie, ich habe ja kaum Chinesisch können, ein paar Worte oder so, oder mal einen Satz und
da habe ich dann klar machen will auf Englisch, dass ich holen will, habe den ja kein Englisch können. Da mache ich klar, dass ich jetzt holen will. Da habe ich da war im Hintergrund so Plakat mit verschiedenen Fahnen drauf, Deutschland, England, Amerika, Frankreich und so weiter. Und da habe ich gedacht, wie mache ich das klar? Da habe Gott sei Dank war das Plakat da, Gott sei Dank. Da bin ich da, da habe ich gesagt, dass keine Wächter jetzt zu mir reinkommen. Da habe ich dann gesagt, please und die war freundlich, hat gesagt, du willst nichts Böses. Und habe ich auf Deutschland vorne gezeigt und ich sage, I'm flying home, I'm flying home. Die hat zwar wortlich nicht verstanden, was ich sagen will, aber die hat verstanden durch die Symbolik Deutschland vorne. Und ich habe dann so gemacht und so gemacht, dann hat er, der will jetzt heimfliegen. Und dann war noch andere Chinesin daneben und die haben sich dann verständigt und die andere Chinesin war dann, die war ein Gast, die hat aber Gott sei Dank auch etwas Englisch können. Und dann haben wir da verständigt, weil die hat nämlich auf den Bus müssen, weil der Bus wartet nicht, der kommt nicht direkt ans Hotel hergefahren, sondern der wartet woanders. Und hat die Frau mich mitbegleitet und da sind wir zusammen am Bus geguckt und haben wir mal